Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIII Lightning Returns. Letzte Folge haben wir Snow noch weiter verfolgt, der hat sich aber hinter einer Wand aus Chaos versteckt. Wir sind dann zurück in die Arche, unsere Hauptbasis, wenn man das so verstehen kann. Hope Ashtime sitzt hier rum, er ist wieder ein Kind. Warum? Weiß ich nicht. Er war ja erwachsen eigentlich in 13.2. Naja, und er ist auch schon an die 500 Jahre alt oder so, ich habe keine Ahnung. Wir haben dann noch ein bisschen was erfahren über den Bunivelze, den Gott, der uns hier benutzt, um ja sämtliche Seelen in die neue Welt zu bringen. Keine Ahnung, wie man das zu verstehen hat, wird sich wahrscheinlich alles noch herausstellen. Und dann haben wir noch erfahren über die Kampfgarnituren. Ich habe mir da noch eine gebaut. Ich habe jetzt, ich zeig's mal eben ganz kurz her, Kampfgarnituren, genau. Die göttliche, die mache ich jetzt erstmal wieder auf Standard. Ich habe nämlich jetzt hier die göttliche und die dunkle Muße hatten wir ja schon vorher. Die göttliche Muße ist für mich halt so ein Kampfgarnitur, mit der ich alles machen kann, zaubern und angreifen, die Werte ungefähr gleich hat. Dann habe ich hier die dunkle Muße, wo die Angriffskraft ein bisschen höher ist und bei Kirk die Zauberkraft ein bisschen höher ist. Dann kann ich das so dementsprechend ein bisschen durchwechseln. Ich habe mich noch nicht reingefuchst in diesen Schock-Kram. Werde ich dann, denke ich mal, entweder kriege ich es mit der Zeit hier geschissen. Ansonsten werde ich mich da nochmal intensiver mit beschäftigen. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Hier, ich weiß gar nicht wie, ich frage einfach mal Hope. Hallo. As long as you're here, you're safe. You can rest and not worry about what's happening in the world below. When you're in the Ark, time ceases to flow for anyone but us. Is that all God can do? He can stop the flow of time up here, but he's helpless to prevent the world from being destroyed. Yes. In 13 days, God will reawaken. It'll all be over then, and no power in the universe can stop it. But the problem is, the world may have even less time than that. It doesn't happen at the same time? It should, but the world has been weakening rapidly under the onslaught of the chaos. The pace of the destruction is accelerating. Your problem is, if the world ends too soon, you won't have enough time to save all the souls you can. You have to delay the end for as long as possible. Now listen carefully, Light. What I'm going to tell you is very important. As the Savior, you have a special life force. I call it Aradia. It's the power of God's light. It gives you your powers. And much more. If you offer your life force, this Aradia, you can give energy to the world and delay the final destruction for a while. I can delay the destruction, but not avoid it forever. When God wakes after the 13th day, the world is screwed whatever I do. But what does it matter how many days are left? The end stays the same. Why not keep the Aradia for myself? Because if you did that, and the world ends before the 13th day, God will deem that you have failed. Then what will happen to your bargain? Will he still deliver on his promise if he believes that you failed to deliver on yours? Right, the bargain. In other words, if I don't keep the world alive for 13 days, I don't save Serah. And not just Serah either. The entire human race might be lost. So do you see, Light? Aradia is the key. You have to gather as much of it as you possibly can. And the way you do that is by saving people's souls. So that's what I've got to do. Save souls so that I can save Serah. Yes, exactly. Remember how much Snow has changed? Here at the end of the world, there are many people like him caught in the grip of despair, their hearts shackled by regret and longing. If you reach out and help them with their troubles, you can break those shackles. Then their souls will be released. They'll be free to be reborn in the new world, and in return, your savior life force will grow. So that's what he wants. Rescue as many souls as I can before the world ends and takes humanity with it. My mission. No more lectures today. You can head for the surface anytime you want. Just remember though, you have to come back here every morning at 6. You're giving the Savior a curfew. Is that it? There is a good reason. I'll explain it to you when the time comes. We can use the warp machine to send you back down. Just step in front of the device whenever you're ready to leave. Die Teleportationsmaschine kann benutzt werden. Vielen Dank. Sehr gut. Also, wir haben eine Spezialfähigkeit, die sich Glorien nennt. Wir sollen ganz viele Leben retten oder Seelen retten. Und das Ende der Welt 13 Tage lang hinauszögern. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir das so hinkriegen, wie er das gerade gesagt hat.
Wir sollen jeden Morgen um 6 Uhr wieder zurück sein, aus bestimmten Gründen. Okay. Was erzählst du uns denn noch? Ruh dich ein wenig aus. Aha, Inventar auffüllen. Ja, unbedingt. EP eintauschen. Aha. Okay. Wir haben 5 EP, Heilgegenstände, 4 von 6. Was haben wir denn hier? EP eintauschen, Übertrank. Was kann der denn? Frischt die TP vollständig auf. Mega Allheilmittel, halt alle Zustandsveränderungen. Teilt Flor, einige TP, Heilung. Phönixfeder, heilt Kampfunfähigkeit. TP-Heilung, erteilt Protes, Valium und Flor. Ich frage mich, wie ich meine Kampfunfähigkeit aufheben kann, wenn ich kampfunfähig bin. Also das mal so gesehen. Heroes-Trunk, Courage, Ena, geringe Heilung, TP-Heilung und Schutzwasser. Was kaufen wir denn mal? Ich will einfach mal eine Phönixfeder zur Sicherheit dabei haben. Und Heiltränke, die haben wir ja genug. Vielleicht so ein Trank, der uns mal so richtig hoch pusht. Den nehmen wir, glaube ich, mal. So, komm. Zack. Fertig. Und mit Hope sprechen. Können wir denn mit hier eben noch sprechen? Über die Erlöserin. Na, erzähl mal. The destruction began 500 years ago, but you know that. It was when the chaos first flooded into our world. Most of the world was lost immediately under the ocean of chaos. Only one small region survived. The survivors call their island of refuge Nova Chrysalia. The chaos brought destruction, and a kind of immortality too. Suddenly everyone stopped growing. It was like we'd lost our time. But if that was a gift, it was a poisoned one. We could not age, and neither could new life be born. There were no more children. But although we were ageless, we were not immune to death. Sickness, accidents, and violence could still kill us. Life remained as fragile as it had always been. And so humanity began a new chapter of its history. The population slowly shrinking, the survivors falling into an ennui born of lives that last too long. Eventually, new creeds took hold and new legends created. One of these told of the Savior, a servant of God. She would descend to Nova Chrysalia at the end of the world. Humanity's last chance for salvation. Aha, jetzt verstehe ich auch, warum alle so alt sind. Über die Arche. The Ark is the remains of the artificial cocoon. A planet built of steel, back when humanity still dared to dream of greatness. Bunavelza has repurposed the world we built. This is where the souls of the saved are kept, ready to be reborn in the new world. But the people down on the surface have forgotten what this stands for and simply call it a moon. Aha. Überbleibsel von Neo-Kokun. Hier sammeln wir alle Seelen drin. Okay. Who am I exactly? It's a question I don't have the answer to. I don't know how I know the things I'm telling you. I don't know who gave me the knowledge. It's not that I have forgotten my past. Some memories are still there, and I can summon them when I want. It's just that I can't recall the emotions they should evoke, as if they're images of someone else's life. I know that I once lived in a great city on the surface of the planet. I know that Snow and I joined forces to try and battle the menace of the chaos. And then, suddenly, I was here. I tried to find out what happened. According to records that still survived, the man called Hope Estime disappeared 169 years ago. But the records and my memory end there. What happened after that? I can only assume I was in the hands of God. I was part of his plan. So he took me and prepared me for the role that I had to play. Aha, okay. Ja, dieses mit dem Gedächtnisverlusten und sowas erinnert mich schon wieder stark an Final Type Zero. Dass man nicht so richtig weiß, wer derjenige gerade war, mit dem man gesprochen hat, wenn er gestorben ist. Naja, okay. Gut, wir haben jetzt hier erstmal wieder genug erfahren. Neue Daten erhalten. The warp device is right there. Ich sehe sie. Da sehe ich sie. Genau. So, neue Daten erhalten. Wahrscheinlich genau das, was wir eben gerade besprochen hatten. Ich würde sagen, gehen wir mal hier in diesen Teleprompter rein. Und gehen mal zurück. By using the warp device, I can teleport you back down to the surface. I'm worried about Snow. I should go to his palace. You could, but I suggest you visit another city instead. You want me to abandon Snow? Down on the surface, time is stopped for everyone. The palace will still be on high alert. It will be next to impossible to get anywhere close to Snow. You're saying I should let things cool down first. Na dann werden wir mal zurück nach Nova Chrysalis kehren.
eine andere Stadt. Allerdings habe ich ja schon irgendwo gesehen gehabt, dass es hier 4 verschiedene Städte gibt. Gucken wir mal. I'm going to send you to Luxerion. It's the capital of the world. Or what's left of it anyway. I'll place you inside an inbound train. When the train stops at the station, you can get off with the other passengers. Something has happened in front of the station. All right, do it. You're surprisingly calm for someone who's about to venture into unknown territory. But you were always brave. Brave? I don't feel brave. I don't feel anything. No worry, no confusion, no fear. That's good. But you still need to stay safe. Na dann, auf geht's! Nach Luxerion! Schauen wir mal, was da so auf uns wartet. Fliegen hier erstmal durch den Tunnel. Ladezeiten sind doch recht lang. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, jetzt tut sich was. Oder noch nicht? Ah, jetzt. train is now arriving. Luxerion North Station. Luxerion. Luxerion, a bustling metropolis, the divine city of light in the holy sea of salvation. It's the last bastion of peace and order in a dying world. Most of the people who live here worship the almighty Benevelza. The city is governed in his name by a powerful religious sect known as the Order of Salvation. God's followers believe in ultimate redemption, and their faith helps keep the fires of hope burning. Ach was. Die kennen wir doch. But even in this pious city, a darkness lurks untouched by divine light. A heresy that rejects the teachings of Supreme Benevelza. Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Oh nein, da war der erstochen. It's another girl. How awful. I bet it's the heretics doing. The divine city doesn't look so holy now. This was no accident. The girl was left here intentionally. Light! Help her! There's no need. Just a dummy. Hope, did you see who dropped it? They must still be close. My sensors didn't pick up anything at all. I'm running a search of the city's video database, but I'm coming up blank so far. Doesn't matter. I'll just find out myself. Luxerion. The divine city of light. Is that what they call it? Trouble is, the brightest lights cast the darkest shadows. Okay. Wankender Glauben. Eine Beschreibung? Was ist das hier? Ist das die Mission oder was?
Die Leiche eines jungen Mädchens mit rosafarbenen Haar wie Lightnings wurde vor dem Nordbahnhof gefunden. Seit einigen Tagen wird jede Nacht ein solcher Mord begangen. Hat es etwa jemand auf die Erlöserin abgesehen? Lightning muss mit Zeugen sprechen, um Hinweise zum Tathergang für den Inquisitor zu sammeln. Diese Mission unterliegt einer Zeitbeschränkung. Aha. Ja, nehmen wir an. Müssen wir ja. Kann ja nichts machen. Zeitbeschränkung. Wir sollen hier... It looks like someone's targeting the savior. Ja, Let's see if we can find out anything from the crime scene. gut. Fragen wir mal hier den da. Ansprechen. We need to solve this case quickly. Luxerion is the city of divine light, yet it has seen the murder of 3 girls in 3 days. The people seem to be growing fearful. If you find out anything at all, I'd be anxious to Sehr hear gern. it. There are similarities among the victims. They have all been young women, and all of them had rose-colored hair. Yes, just the same shade as yours. You may also become a target of the killers. I urge you to be careful. Okay. Hauptmission aktualisiert. If you see any people who need help, lend them a hand. It could be an opportunity to save a soul. Ja. The Savior's mission is to rescue the souls of people trapped in prisons of pain and suffering. By forming a bond with them, you can lead their souls to salvation. Ja. The horror continues. Another victim has been discovered. I knew the latest victim. She was a leading member of the Order clergy. She'd been a rising star, destined to become the next High Priestess. But then she retired suddenly for reasons of health, or so it was said. And then this. Okay. If you find new information regarding this case, inform me immediately. Okay. Hat er ja gesagt. You should gather information and relay it to the Inquisitors. Once they have a good lead, they might be willing to lift the roadblocks. The poor girl's soul Ah, ich is möchte nicht mit dem reden. Mit ihm reden. You should head to areas with lots of foot traffic. Try your luck at this station, or the plaza out Okay. in front. Ich möchte gerne mit dir sprechen, weil du Fragezeichen über dem Kopf hast. Ich kann anscheinend nicht mit dir sprechen. Ich kann mit den anderen hier auch nicht sprechen. Ist das hier der Inquisitor? Nebenmission aktualisiert. The Order has locked the area down. Looks like you're stuck there until they've made progress in the investigation. If you find new Ja, den hatten wir jetzt schon dreimal angesprochen. You should gather information and relay it to the Inquisitors. Ja, weiß ich doch. Once they have a good lead, they might be willing to lift the roadblocks. So, gucken wir uns mal um. Hier ist doch noch einer irgendwo. Hier hinter. Steht da hin? Außerdem höre ich einen Schatz. Ich höre was. Kann ich mich hier irgendwo ducken und reinkommen? Auch nicht. Komme ich denn da hoch? Kann ich mich hier an der Dings hochhangeln? Nein, kann ich nicht. Kamera. Danke. Hier, was erzählst du denn? Komm her. It can't be. Damn it, it's not like him to be late. But what if... No, couldn't be that. Something wrong? Not about those murders, is it? God, no. Well, at least I hope not. You see, it's the end of my shift, and I'm waiting for my replacement, but he hasn't shown. He's been late before, but never as bad as this. You're starting to worry, right? He likes to make out he's a tough guy, but he isn't at all, frankly. His name's Holmes. If you run into him, do me a favor, will you? Tell him Thornton's worried and needs to go home. Suche nach Holmes. Thornton im Bahnhofsgebäude vom Nordbahnhof ist besorgt um seinen Kollegen Holmes, der nicht zu seiner Schicht erschienen ist. Kann Lightning ihn finden? Na, vielleicht. Diese Mission muss bis 6 Uhr morgens abgeschlossen werden. Tipp: stand an der Herberge vor dem Bahnhof nicht ein Mann in Uniform? Keine Ahnung. Stand er da? Wo ist denn der Herberge? All right. If I see anyone in uniform wandering around where they're not supposed to be, I'll talk to him. Okay, Nebenmission. Auf ihrer Reise begegnet Lightning vielen Menschen in Not, die sie um Hilfe bitten. Die Aufgabe, die sie ihr geben, sind die Nebenmissionen dieser Geschichte. Selbstverständlich kannst du den Leuten ihre Bitten abschlagen. Doch wenn du ihnen hilfst, kannst du ihre Seelen retten und gegebenenfalls deinen Parameter steigern oder Glorien gewinnen, um der Welt mehr Zeit zu kaufen. Unter den Namen der hilfsbedürftigen Menschen ziehst du
ein oder mehrere Sternchensymbole eingeblendet. Die Anzahl der Sterne liefert einen Hinweis auf den Schwierigkeitsgrad der Nebenmission. Versuche so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Ich versuch's mal, schließe die Mission ab. Finde Thorntons Kollegen Holmes. Er versteckt sich an der Herberge auf dem Bahnhofsplatz. Halte Ausschau nach einem Mann in Uniform. 6 Uhr, ja. Suche nach Holmes. Ich muss jetzt erstmal wissen, wo es hier zum Bahnhof geht. Ging es da nicht zum Bahnhof? Hä? The Order operates the regional transportation system. It's the city's lifeblood. The trains stopping at this station carry people and bring goods from Yusnan. It might be worth checking out this area. Do you see any suspicious employees or passengers? I always said those people would cause trouble, and I was right. Every night I can see them, those weirdos in their white cloaks sneaking around the streets. Whenever I see white, I think, ugh, heretic. If there's one thing I know, that wicked shadow hunter, he's the ringleader of the heretics. Those fanatics are growing bold. Nowadays, there's always a gang of them in the plaza in front of the station. It's as if they are meeting to go someplace else. Speaking of which, it's usually around this time they start to show up. Aha. Wertvolle Informationen erhalten. Um die Uhrzeit, 21 Uhr, also gegen Abend. Alles klar. Oh, Hope, du nervst. Ja, mach ich doch gleich. No one, absolutely no one doubts that the people behind the killings are those heretics. The Order is conducting its inquisitions based on that assumption. The Etro fanatics who worship the goddess of death are all over the place. Just look for the sinister groups huddled together, dressed head to toe in white. It may mean nothing, but some people have witnessed the Etro heretics using the public phone near the graveyard. Furtive conversations in the streets. Prowling the city at night. It makes you wonder what they're up to. Das wundert mich auch. Wieder eine wertvolle Information. Jetzt ruft bestimmt wieder Hope an. Natürlich. Guck mal hier, Toten. Ja, Hope. Ich werde es tun. Nerv mich jetzt nicht. Alter. Mein Gott. Achso, das ist Thornton. Ich dachte, es wäre jetzt gerade der Typi. Das wäre jetzt echt lächerlich gewesen. So. Hier, guck mal, der ist doch, wirkt doch ziemlich deplatziert hier, oder? I'm terribly sorry. All the trains are shut down. Achso, dann nicht. Ich will erstmal gerade gucken hier. Wirkst du deplatziert? Du wirkst doch deplatziert, oder? Who else could it be? It has to be them, right? So there's this place called the Forsaken Graveyard outside the city. You know it? What I've heard is that a bunch of people wearing white cloaks gather there every night. They're heretics who worship the goddess Etro. You know what I saw? Heretics carrying an unconscious girl. It scared me to death. Maybe it was just the dummy that they threw off the tower. Or maybe it was the murdered girl herself. Aha. Die Information ist in der Tat sehr wertvoll. Oh, Hope. Ja. Mach ich. Bürgerin, hallo. Those white-robed loonies are always gathering in the station plaza. Ja, die versammeln sich hier. Weiß ich jetzt langsam. Ich suche immer noch den deplatzierten jungen Mann. Wir haben noch ganz gut Zeit bis 6 Uhr morgens, also sollte das eigentlich sehr gut zu machen sein. Außerdem muss ich nebenbei noch diesen Holmes finden. Was war das denn gerade? Kommt mir da Schwarzes aus dem Boden? Ich habe doch hier auch schon wieder irgendwo einen Schatz gehört. Der war auf jeden Fall draußen. So, der muss abgelöst werden. Auf jeden Fall gleich. Was haben wir hier? Hä? Hier ist irgend so ein komisches Zeichen. Wer bist du? Naja. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Ja. Machen wir gleich. Was ist denn hier der Ausstatter? Good heavens. This has become quite the predicament. Those messages say that the Shadow Hunter will kill the Savior. Sounds pretty, I don't know, prophetic, right?
If you believe what you hear around town, it seems that the children of Etro have an oracle drive. That's a rare thing. They say oracle drives are mysterious devices that can let you see the very future. The heretic's prophecy. I can't even imagine what it must show. But apparently it's enough to drive them to murder. Mit volle Informationen und Hope ruft wieder an. Weiß ich doch. Herberge? The evil savior will die at the hands of the Shadow Hunter. It's certainly an arresting statement. I'd heard of the Shadow Hunter once before, from a guest that was staying here at the hotel. The same guest told me he's the head of that band of fanatics. But I don't know who he really is, or was. At any rate, it's hardly surprising that people think those Etro fanatics are behind this recent string of murders. But is this man they call the Shadow Hunter the one pulling their strings? Schauen wir mal. Ja, das hätten sie eigentlich... Das nervt ziemlich. Oh, guck mal, hier ist Holmes. Hallo. You work at the station, don't you? Your fellow attendants worried about you. Oh no, is it time for my shift already? I completely lost track of time. Look, can I trust you? I saw who did it. You know, the people who threw the dummy off the clock tower? I got scared, so I've been laying low. I can't go to the station. That's where they'll look for me. You were there? What did you see exactly? You have to tell me. I don't have to do anything. But if you can protect me from those people and get me to the station, I'll tell you all about it. Get me to the station, and then I'll talk. Bring Holmes zum Bahnhof. Ja, das kriegen wir wohl hin. Das ist ja gleich um die Ecke. Bring Holmes zum Nordbahnhof, wo Thornton wartet. Er hat große Angst und wird fliehen, wenn Lightning sich zu weit entfernt. Neige den linken Stick leicht, um langsam zu gehen. Behalte Holmes auf dem Weg zum Bahnhof im Auge. Okay. Na dann, geh voran. So, ganz langsam gehen. Holmes, wo willst du hin? Ganz langsam gehen wir hier zum Bahnhof. War doch hier da hinten, ne? Ja, die Richtung. So, hier vorne. Dieses kleine Stück. Traust du dich jetzt nicht zu gehen? Unfassbar! Kommst du? Holmes? Alles gut. Du kannst weitergehen. So, Treppe noch langsam hoch. Boah, ist das nervig. Also bis jetzt nervt es jedes Mal, dass Hope anruft, wenn ich hier einen Hinweis erfahren habe. Oh, guck mal hier. EP-Fertigkeit erhalten. Die EP-Fertigkeit Chronostasis. So. Die EP-Fertigkeit Chronostasis ist eine besondere Fähigkeit, die der Erlöserin vorbehalten ist und die es ihr ermöglicht, kurzzeitig die Zeit zu kontrollieren. Öffne mit Dreieck das Menü und wähle aus den EP-Fertigkeiten Chronostasis aus. Chronostasis friert die Zeit ein, obgleich sich Menschen auch in diesem Zustand normal bewegen können. Okay. Gut zu wissen. Solange die Uhr rechts oben im Bildschirm blinkt, ist der Zustand der Chronostasis aktiv. Hilfreich ist diese Fähigkeit beispielsweise bei Missionen, denen eine Zeitbeschränkung auferlegt ist. Beachte, dass die Übernachtung in Herbergen oder die Benutzung der Schwebebahn den Zustand der Chronostasis aufhebt. Okay. Gut. Gut zu wissen. Ja. 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 With a special ability called chronostasis, it has limits, but you can slow time. It's just one of the miracles brought about by God's great might. But be warned, you cannot use it again and again. Only use it when it will count the most. Okay, nur wenn es drauf ankommt, sollen wir es benutzen. So, hier, Thornton, sag's dazu. Hab ihn hergebracht. Holmes, you're safe. I was so worried about you, I could barely concentrate on my duties. Sorry, boss. I saw what happened over where they found the girl. I guess I just panicked. Erzähl doch mal. I don't know why I got so scared. I'm sorry I let you down. It won't happen again. Never mind, I'm just glad to see you're safe. Guess I never told you. Well, years ago, one of my colleagues was killed by a monster. I was
I was afraid the same thing had happened to you. I panicked and asked this lady for help. I can't believe no one told me that when I took this job. But anyway, sorry for the trouble, boss. From now on, I swear to you, I'm never going to be late. I mean, what if your heart gave out or something with worry? Can't have that on my conscience. A true friend that cares. Maybe that's enough to save a soul. Yeah! Da haben wir ja die Nebenquest abgeschlossen. Kommen 300 Gil. Eine Schaffnermütze und eine Schaffnerinnenmütze. Aha. Max TP-Wert steigt um 30 und die Angriffskraft um 3. Okay. Dadurch leveln wir. Sehe ich das richtig? Not bad. Und wir haben Seelen gesammelt. Well, a deal's a deal. You got me here safe and sound, and so I'm going to tell you exactly what I saw. It was the children of Etro. They tossed the dummy off the tower. I really wanted to tell the Inquisitors what I saw. Honestly, I did. But I was afraid those heretics might find out and make me their next victim. Ah, okay. Diese Heretics sind, glaube ich, hinter all dem Scheiß her. That's vital information. Good work, Light. At this rate, you'll solve the murder in no time. Eine Katze. Guck mal. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal wieder die Folge an der Stelle beenden, denn machen wir kurz auf Pause. Die Zeit hier ist schon wieder ein bisschen vorangeschritten. Und dann gucken wir mal, wie wir in der nächsten Folge hier diese Mission dann zu Ende bringen. Ich denke mal, sie zu einem guten Ausgang bringen. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass du eingeschaltet hast. Und ich hoffe, dich dann wiederzusehen. Da rennt ein Fragezeichen rum, da gehe ich gleich mal hin. Ich hoffe, dich dann wiederzusehen in der nächsten Folge von Final Fantasy XIII Lightning Returns. Wenn es dir gefällt, den Daumen nach oben. Falls du neu dabei bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten freue ich mich dann, dich wiederzusehen in der nächsten Folge von Final Fantasy XIII Lightning Returns. Bis denn!